Stell dir vor, du hättest einen verborgenen Kompass, der dich immer in die richtige Richtung lenkt. Einen inneren Ratgeber, der dich niemals im Stich lässt und dir bei schwierigen Entscheidungen zur Seite steht. Dieser mysteriöse Führer ist kein Fantasy-Märchen. Er liegt in dir verborgen und wartet darauf, gedeckt zu werden. In diesem Video enthülle ich 7 praktische Übungen, um deinen sechsten Sinn zu schärfen und von einem vagen Bauchgefühl zu einer starken, verlässlichen Intuition zu gelangen. Mach dich also bereit, deine geheimen Fähigkeiten zu entfesseln und ein neues Level der inneren Weisheit zu erreichen. Ich bin so aufgeregt, denn ich kann es kaum erwarten, mit dir diese 7 Fähigkeiten, diese 7 Übungen und Techniken zu teilen und sie in dein Leben zu bringen. Denn eines der wichtigsten Werkzeuge, die in uns Menschen stecken, ist die Erweckung der Intuition. Und im letzten Video habe ich dir schon 16 Tipps gegeben, wie du deine Intuition stärken kannst. Aber in diesem Video werden wir uns 7 konkrete Techniken anschauen, die dir helfen, ganz gezielt deine Intuition zu schärfen. Da kann ich es kaum erwarten. Und du glaubst vielleicht, ja, das ist Hexerei, das funktioniert gar nicht so. Nein, es ist keine Hexerei. Es sind wirklich praktische Tipps, die dir helfen, diese Intuition zu schärfen. Wenn du sie anwendest, dann wirst du wirklich danach merken, wie du plötzlich in eine Art göttliche Führung steckst, wie du geleitet wirst vom Universum, wie du ganz simpel einfach Entscheidungen treffen kannst und du erkennst, wow, das war immer die richtige Entscheidung. Ja. Bevor wir starten mit der ersten Übung, möchte ich dich darum bitten, dass du mir in den Kommentaren kurz schreibst, wann hast du das letzte Mal auf deine Intuition gehört und was ist danach passiert. Das würde mich sehr, sehr interessieren und viele andere auch. Schreib es mir unten jetzt hinein. Und dann haben wir eine schöne Basis für dieses Video. Ja. Ich bin super gespannt auf deine Antwort. Ja. Nun, ohne weiteres Geplapper starten wir direkt mit der ersten Übung. Ich nenne diese Übung das Spiel der Präsenz. Ja. Das ist ein wundervolles Spiel, das dir hilft, Intuition aufzubauen. Und zwar funktioniert das so, dass du einen Freund, das muss man zu zweit machen, dass du einen Freund oder Freundin nimmst, die vor dir steht, ja. Und beide stehen sozusagen nebeneinander, einer vor den anderen. Und du schließt deine Augen oder tust dir eine Schlafmaske rauf oder verbindest einfach deine Augen. Und die Person vor dir geht in eine Richtung, ja, oder man geht draußen spazieren und du gehst direkt hinter dieser Person nach. Ja. Vorher ist es wichtig, dass du eine Verbindung zu dieser Person herstellst. Das heißt, die eine Person, jeder blickt in dieselbe Richtung, wie so ein Zug und die Person ist vor dir und du versuchst dich mit dieser Person zu verbinden und diese Person versucht sich mit dir mental zu verbinden und dann geht die Person los. Ja? Und wenn die Person losgeht, geht es darum, dass du dich wirklich auf das Gefühl der Intuition konzentrierst und dann dieser Person nachgehst. Ja? Und die Aufgabe besteht darin, dass dann irgendwann diese Person stehen bleibt. Ja? Und dass du mit Intuition auch stehen bleibst. Nicht, wenn du hörst, okay, jetzt bleibt die Person stehen, sondern dass du wirklich intuitiv der Person nachgehst und wenn du das Gefühl hast, die Person wird jetzt stehen bleiben, dass du dann schon stehen bleibst. Ja? Wird am Anfang vielleicht nicht mehr klappen, aber wenn du das öfter machst, dann wirst du merken, dass du zur selben Zeit wie die andere Person den Impuls bekommst, jetzt stehen zu bleiben. Und dann wirst du merken, öffnest deine Augen, wow, die Person ist genau jetzt auch stehen geblieben, weil sonst würdest du ja in sie reinlaufen. Und diese Übung hilft dir sehr. Und das ist eine super Methode, deine Intuition sehr, sehr einfach und schnell die anderen Menschen zu spüren und wie diese Fähigkeit sich verbessert mit dieser Übung. Ja. Die zweite Übung ist das Farbenraten. Ja. Du sammelst verschiedene farbige Objekte und legst sie in einen Beutel oder in eine Schachtel, ohne hineinzusehen. Und dann
ziehst du eines der Objekte raus und versuchst die Farbe zu erraten, die dieses Objekt hat. Ja? Und wenn du das öfter gemacht hast, wenn du diesen Vorgang mehrmals wiederholt hast, dann wirst du mit der Zeit feststellen, dass du die Farben immer häufiger errätst. Und wichtig ist, dass du deine Statistik führst, dass du wirklich sagst, wie oft hast du falsch geraten und wie oft hast du richtig geraten. Und in der Statistik sagt man, wenn du über 51% kommst, dann hast du eine statistische Signifikanz, dass etwas in eine Richtung schon verbessert wird. Und wenn du diese Übung so 10 Minuten am Tag machst und das dann jeden Tag, dann wirst du merken, wie diese Prozentanzahl, und du brauchst mindestens, sage ich mal, 100, dass du grob das statistisch signifizieren kannst, wenn du öfter machst, dann wirst du deine Erfolgsquote sehen, wie sie sich in den nächsten Tagen rapide verbessert. Und da ist natürlich auch wichtig, dass du die Sachen vom letzten Video, diese 16 Tipps, die ich dir gegeben habe, mit in dein Leben integrierst oder miteinander verbindest, und dann wirst du merken, wie da diese Kurve drastisch nach oben geht. Ja? Das nächste ist, die dritte Übung ist das Buchexperiment. Ja? Also wähle ein beliebiges Buch aus deinem Bücherregal, hier gibt es einige zur Auswahl, und halte es geschlossen in deinen Händen. Versuche, dich mit dem Buch zu verbinden. Schließ dann deine Augen und versuche, den Inhalt der ersten Seite oder in einer Seite zu erfassen. Dann schlägst du es auf ähm, und liest einen Dialog in der Beschreibung. Ja? Und dann ist die Frage, ist die Stimmung fröhlich oder düster? Welche Charaktere könnten ähm, in welche Richtung laufen? Was könnte passieren? Also, dass du das wirklich vom Gefühl her ratest. Ja? Das ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene. Und dann schlagst du das Buch auf und prüfst, wie nah deine Intuition an die Realität kommt. Und je mehr Übung du hast, desto besser wirst du merken, wie du Inhalte eines Buches mit Intuition lesen kannst. Ja. Dasselbe kannst du also von der Vorübung auch mit Karten machen, mit so einem Kartendeck, und erraten, welche Karte ist gerade da. Ja. Das nächste Übung nennt sich Körperbewusstsein. Das heißt, dass du dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmst, um dich auf deinen Körper zu konzentrieren. Also ich mache das zum Beispiel mit der App Mindfulness, wo jede Stunde eine Glocke kommt, so eine Klangschale, und dann halte ich 30 Sekunden inne und versuche, mich mit meinem Körper zu verbinden, gehe in meine Intuition hinein und schaue, was ich gerade fühle, in welchem Zustand ich mich gerade befinde, und zentriere mich. Und so trainiere ich Achtsamkeit und trainiere mein Körperbewusstsein. Ja. Versuch dich, wenn du das tust, dich auf deinen Körper zu konzentrieren. Beginne an der Spitze deines Kopfes und arbeite dich hinunter zu deinen Füßen, zu deinen Zehen runter, und bemerke, wie sich jeder Teil deines Körpers anfühlt, wie du wirklich mit deinem Bewusstsein durch deinen Körper wandern kannst. Ja? Dies kann dir helfen, eine körperliche Empfindung zu erkennen, und dadurch connectest du dich besser mit der Intuition. Ich kann dir noch empfehlen, Gate 4 oder Gate 5 im Brainwave Shop zu trainieren. Das ist genau eine Bodycheck-Technik, die dir massiv hilft, dich mit dem Körper zu verbinden, eine Entspannung aufzubauen, die ein sehr, sehr hohes Level hat. Kannst du übrigens kostenlos tun, indem du einfach auf die Webseite brainwave3d.app gehst. Dort kannst du dann kostenlos die App runterladen, und dann gehst du einfach in die Kategorie Bonus, und dort findest du dann das Gate-Programm, und dort ist es Gate 4 und Gate 5. Das sind zwei Gates, die dir sehr, sehr stark helfen, das Ganze zu machen. Kannst du, wie gesagt, kostenlos runterladen, oder du gehst einfach im Apple oder Play Store einfach auf Brainwave 3D und kannst es dann dort anhören. Ja. Nächster ist, dass du mit Traumarbeit arbeitest. Ja? Das heißt, bevor du schlafen gehst, bitte darum, eine intuitive Führung deiner Träume zu erhalten. Schreibe in der Früh ein Traumtagebuch händisch, und versuche dich dann vorm Schlafengehen das durchzulesen, was dort steht, damit du eine Kopplung bekommst, damit du Anker hast. Ja? Und mit der Zeit wirst du merken, welche Muster und welche Botschaften dir der Traum sagen möchte. Ja. Die vorletzte Übung ist, dass du bewusst Zeit in der Natur verbringst, dass du in der Natur meditierst, regelmäßig dorthin gehst, dort Zeit verbringst, und du wirst einfach merken, wie dadurch deine Intuition auf ein sehr, sehr hohes Level kommt, und dass du die
die Hektik des Alltags, dass du aussteigst. Ja. Was ich dir dort empfehle, ist, wenn du einen Waldspaziergang machst, dass du durch den Wald gehst und dass du wirklich anfängst von 10 auf 0 hinunter zu zählen. Also du läufst durch den Wald und zählst langsam von 10, 9, 8, 7 und dann, das machst du mehrere Durchläufe und dann versuchst du, dass du das noch langsam, also dieser Raum zwischen den Zahlen ausdehnst. Das heißt, du machst dann 10, 9, 8, also dass du diesen Raum zwischen den Zahlen ausdehnst, weil dann wirst du merken, dass in diesem Zeitraum keine Gedanken kommen. Und das machst du dann nach ein paar Durchläufe und dann dehnst du das noch weiter auf, sowas wie 10, 9 und dann dehnst du diesen Raum noch weiter aus. Und dann bist du, so, wenn du nach einer halben Stunde Spaziergang im Wald bist, dann hast du schon eine Minute Zeit, also wo keine Gedanken sind zwischen den Zahlen, eine super Methode, mit Gedanken stillzukommen und dann meditierst du und dann wirst du merken, wie du plötzlich mehrere Minuten ohne einen Gedanken hast und dann, wenn du noch in der Natur bist und dann meditierst, 5 Minuten ohne Gedanken, dann wirst du massiv dich mit der Intuition verbinden. Und schlussendlich kommen wir zur 7. Übung und zwar intuitive Übungen. Also übe wirklich auf deine Intuition zu hören, indem du intuitive Übungen machst. Eine einfache Übung besteht darin, intuitiv zu erraten, wer dich gerade anrufen wird oder jemand ruft dich an und du schaust noch nicht auf dein Handy und du gehst in deine Intuition vor und schaust, wer ist das jetzt? Und dann schaust du aufs Handy und so weiter. Es gibt viele Übungen, wo du einfach deine Treffsicherheit trainieren kannst mit Karten, mit ähnlichen Übungen, wie ich es dir heute schon gesagt habe. Einfach verschiedene intuitive Übungen in dein Leben bringen oder du hast verschiedene Memory-Sachen oder einfach irgendwelche Spiele, die du machen kannst und einfach mit dem Partner oder mit dir selber einfach passiv deine Intuition kontinuierlich trainierst. Ja. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, kann ich dir auf jeden Fall da meine App empfehlen. Die ist, wie gesagt, 7 Tage lang kostenlos. Dort gibt es sehr, sehr viele Meditationen, die dir helfen, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Da kannst du dich einfach reinstöbern. Ja. Ich fasse das Ganze mal ein bisschen zusammen. Der Quintessenz des Videos liegt darin, die Anerkennung und die Pflege deiner Intuition zu deinem unschätzbaren Kompass zu stärken. Ja, also diese 7 Übungen, es gibt natürlich noch viele weitere Übungen, sind wie eine Reise, ja? Eine Reise zur Medialität, eine Reise zu deinem wahren Selbst, eine Reise in die göttliche Führung. Ja? Und wenn du dir nur 5 Minuten am Tag Zeit nimmst, nur wirklich 5 Minuten, vielleicht zweimal 5 Minuten, um einfach eine Übung zu machen, um deine Intuition einfach zu trainieren, dann wirst du wirklich nach einer Woche, nach 2, 3 Wochen merken, wie sich deine Intuition ganz, 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 ganz auf ein anderes Level gehoben hat. Ja. Und vergiss, wie gesagt, nicht, dass jeder hat den Zugang zum inneren Kompass. Der Kompass liegt in dir und du hast, indem du schon dieses Video gesehen hast, einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan, dich mit diesem Kompass zu verbinden. Der Rest liegt jetzt in deinen Händen, was du daraus machst. Und bevor ich mich verabschiede, bevor wir zum Ende des Videos kommen, möchte ich dich darum bitten, mir ein Like zu geben, mir einen Kommentar zu schreiben, was deine intuitive Übung ist, als du das letzte Mal auf deine Intuition gehört hast, was ist dann passiert, wie verbunden bist du mit deiner Intuition von 1 bis 100. Schreib mir das bitte rein, das wäre sehr, sehr wichtig, damit ich da noch ein paar Informationen bekomme und dann noch weitere Videos dazu produzieren kann. Ja. Und wenn du möchtest, dass ich noch mehr Videos zu diesem Thema drehe, dann schreib es mir unten auch noch in den Kommentaren hinein. Und wenn du das Gefühl hast, dieses Video sollten andere Menschen sehen, die ihre Intuition stärken sollten, dann schreib es mir auch unten hinein. Und teile das Video auch an deine Freunde. Du würdest da auf jeden Fall maßgeblich meine Arbeit damit unterstützen. Lass mir auf jeden Fall ein Like da. Aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video zu sehen und kann es kaum erwarten, was mir meine Intuition sagt, was für ein Video das nächste Mal drankommt.